Also, stell dir das mal vor. Euer geliebter Familienhund, ja, der normalerweise abends total friedlich bei euch am Fußende schläft. Und der taucht plötzlich völlig blutverschmiert auf, nachdem er sich tagelang von so einem bestialisch verwesten Schafkadaver ernährt hat. Boah, da wird mir ja vom Zuhören schon ganz anders. Und das Schlimmste ist, der Hund erwartet von dir für diese Aktion dann auch noch überschwängliches Lob und Streicheleinheiten. Krass, da fällt man echt vom Glauben ab. Absolut. Und genau diese brutale Kollision, also von unserer europäischen Haustierromantik und dieser unbarmherzigen südamerikanischen Naturrealität, das ist genau das, was wir heute aus den Archiven ausgraben. Richtig. Also, ein herzliches Willkommen im virtuellen Redaktionsstudio von Mattes Made Mission. Wir machen heute eine absolute Tiefenbohrung in die Aufzeichnungen von Gabi und Steffen aus dem April 2017. Und da möchte ich direkt am Anfang mal was betonen, also auch an euch da draußen gerichtet. Ja, schieß los. Wenn wir hier Berichte sezieren, die chronologisch jetzt schon einige Jahre zurückliegen, ne, dann ist das kein historischer Staub, den wir da irgendwie aufwirbeln. Überhaupt nicht, nein. Im Gegenteil, dieses Archiv ist eine absolut unbezahlbare Blaupause. Also wir sprechen hier wirklich über das echte, ungefilterte Leben in Uruguay. Genau, ohne Filter. Richtig, hier gibt es keine glatt gebügelten Instagram-Filter und keine künstlichen Spannungsbögen für so eine sensationslusterne Auswanderer-Doku im Privatfernsehen. Gott sei Dank. Das ist die pure Realität und die verjährt halt nicht, ne? Wer heute oder in 10 Jahren nach Uruguay geht, der wird exakt mit diesen Mechanismen konfrontiert. Das ist ein super wichtiger Punkt. Aber bevor wir uns jetzt ansehen, wie Gabi und Steffen im April 2017 versuchen, das Chaos wieder in den Griff zu kriegen, werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick zurück auf unsere letzte Recherche zum Monat März. Oh ja, der März. Das war heftig. Das war an absurdem Kontrollverlust ja echt kaum zu überbieten. Also, erinnert ihr euch? Tausende Bienen, die das Wohnzimmer belagern. Und dann dieses offene Kaminfeuer bei 35 Grad im Schatten. Ja, Wahnsinn, nur zur Insektenabwehr. Und dann natürlich diese völlig eskalierte Situation mit dem Farmangestellten, der dann sogar handgreiflich wurde. Das war echt der absolute Tiefpunkt. Total. Und das führt uns eigentlich direkt zu unserer großen Leitfrage für die heutige Analyse, nämlich, wie baut man nach so einem massiven Vertrauensbruch und Kontrollverlust seine eigene Realität eigentlich wieder auf? Das ist wirklich eine zentrale Frage für jeden, der diesen Schritt wagt. Weil in den Notizen zum April sehen wir dann die juristische und vor allem emotionale Auflösung von diesem Konflikt. Okay, wie lief das ab? Also Gabi und Steffen finden heraus, dass dieser gefeuerte Angestellte ihre Arbeit nicht nur, durch Inkompetenz blockiert hat, sondern die aktiv und systematisch sabotiert hat. Krass, also richtig bösewillig. Ja, genau. Der war ein regelrechter Betrüger, der die Ressourcen der Farm einfach für sich abgezweigt hat. Die ganze Sache liegt da jetzt bei einem Anwalt. Echt bitter sowas. Aber was mich dabei analytisch am meisten fasziniert, ist ihre Reaktion darauf. Die schreiben nämlich ganz explizit, dass sie sich echt weigern, jetzt alle Uruguayer unter Generalverdacht zu stellen. Ah, okay. Das ist stark. Ja, die agieren so nach dem Prinzip, erhöhte Vorsicht ja, aber hysterische Paranoia, nein. Sehr vernünftig eigentlich. Total. Wir beobachten hier halt die klassische Auswandererfalle. Also sozioökonomisch gesehen. Wie meinst du das genau? Wer als Europäer mit viel Kapital aufschlägt und aufgrund von fehlenden Sprachkenntnissen oder einem fehlenden Netzwerk auf lokale Helfer angewiesen ist, der verändert sofort die lokale Dynamik. Ah, verstehe. Man ist quasi ein leichtes Opfer. Genau, man bietet schlichtweg eine gigantische Angriffsfläche für Leute, die dieses Informationsgefälle einfach eiskalt ausnutzen. Aber Moment, da muss ich jetzt direkt mal einhaken. Ja. Ist das wirklich nur diese böse Auswandererfalle, die da von außen zuschlägt? Oder schwingt da nicht auch eine gehörige Portion europäische Naivität mit? Wie kommst du darauf? Na, überleg mal. Man kauft 40 Hektar Land. Das ist eine enorme landwirtschaftliche Verantwortung. Und dann geht man als Neuankömmling irgendwie davon aus, dass wildfremde lokale Arbeiter exakt die eigenen deutsch geprägten Vorstellungen von Loyalität, Pünktlichkeit und Effizienz teilen. Ja, das stimmt. Ist dieser Betrug da nicht fast schon so ein vorprogrammiertes strukturelles Missverständnis? Das ist ein sehr scharfer Gedanke. Es ist tatsächlich beides. Also diese europäische Projektion trifft da auf eine komplett andere ökonomische Realität. Genau. In vielen ländlichen Regionen Südamerikas ist das Überleben halt oft an einen gewissen Opportunismus geknüpft.
Wenn dann jemand kommt, der die ungeschriebenen Gesetze des Landes überhaupt nicht kennt, wird diese Naivität quasi als Einladung verstanden. Krass, ja. Und genau hier liegt ja der enorme Wert dieser Aufzeichnungen für Mattes und seine Frau. Absolut. Wenn wir an ihre Pläne für das Jahr 2029 denken. Ja, die beiden ziehen aus exakt solchen Berichten nämlich die absolut richtigen Schlüsse. Die suchen ja explizit ein kleineres Grundstück, also so etwa 2000 bis 4000 Quadratmeter. Genau, keine riesige Farm im Hinterland. Richtig, keine Agrarwirtschaft. Ihr Ziel ist ja der Vorruhestand. Die wollen ein bisschen in den Tag hineinleben. Und das bedeutet eben, sie machen sich von vornherein gar nicht erst abhängig von Fremdpersonal. Das ist der springende Punkt. Wer keine Angestellten braucht, der entzieht diesem potenziellen juristischen und emotionalen Drama von Beginn an komplett den Nährboden. Vollkommen richtig. Und das spiegelt sich auch massiv in der Erleichterung wider, die Gabi und Steffen dann im April beschreiben. Oh ja, das merkt man total. Die haben diesen toxischen Mitarbeiter aus ihrem System entfernt und bearbeiten den Acker jetzt einfach selbst. Mit so einer winzigen Sämaschine, oder? Ja, genau. Die hängen so eine kleine Sämaschine an ihren Traktor und fahren da die Runden ganz allein. Die körperliche Arbeit mag vielleicht härter sein, aber die psychologische Last ist komplett weg. Das ist so viel wert. Und zur Belohnung, das fand ich so super, sitzen sie dann unter den schattigen Bäumen in Colonia del Sacramento, gucken auf den Rio de la Plata und essen gemütlich einen Chivito. Ah, herrlich. Für alle, die das nicht kennen. Ja, erklär mal kurz, das ist wichtig. Ein Chivito, das ist nicht einfach ein Sandwich, das ist ein monumentaler Berg aus Rindfleisch, Speck, Eiern, Käse und Gemüse. Alles zwischen zwei Brotscheiben gepresst. Genau, das ist quasi das kulinarische Nationalheiligtum Uruguays. Es wirkt in ihrem Bericht echt fast so, als wäre dieser Chivito das Symbol für ihre zurückgewonnene Freiheit. Ja, das Bild ist super. Aber diese Unabhängigkeit auf dem eigenen Feld ist ja nur die eine Seite. Gabi und Steffen stoßen im April nämlich auch auf eine bürokratische Mauer, die viele Einwanderer echt völlig unvorbereitet trifft. Oh, du meinst den Rinderverkauf? Richtig. Wer da die romantische Vorstellung hat, Südamerika sei so ein unregulierter, freier, wilder Westen, in dem man Tiere einfach per Handschlag mal eben über den Zaun verkauft, Der erlebt da sein blaues Wunder. aber hallo, das staatliche System beim Rinderverkauf ist in Uruguay von einer fast schon drakonischen Strenge. Jedes einzelne Tier wird da lückenlos erfasst mit speziellen Ohrmarken und ganz offiziell registrierten Brandzeichen. Da muss ich kurz einhaken. Das klingt ja schon wieder nach einem massiven Widerspruch. Ja, oder? Auf der einen Seite haben wir dieses Bild vom total entspannten südamerikanischen Leben, wo man Regeln vielleicht nicht so eng sieht, und auf der anderen Seite herrscht bei den Kühen plötzlich diese totale staatliche Überwachung. Das grenzt ja fast an einen dystopischen Roman. Wie passt das denn zusammen? Der Schlüssel dazu, also um das zu verstehen, liegt in der Makroökonomie des Landes. Wir müssen uns einfach ansehen, wovon Uruguay eigentlich lebt. Okay, also Fleisch? Genau. Der Export von qualitativ extrem hochwertigem Rindfleisch ist da nicht einfach nur irgendein Wirtschaftszweig, das ist das absolute Rückgrat der gesamten Nation. Verstehe. Wenn Uruguay Fleisch in die USA, nach Europa oder nach Asien exportiert, dann wird da absolute Premium-Qualität erwartet. Und dieses System funktioniert im Grunde wie eine analoge Blockchain für Rinder. Eine Rinder-Blockchain das ist ein geiler Begriff. Ja, echt. Jeder noch so kleine Schritt, also die Geburt, jede medizinische Behandlung, der Verkauf, der Transport, all das muss fehlerfrei in einer zentralen Datenbank gestempelt werden. Aber warum dieser extreme Aufwand? Weil ein einziger Skandal, also ein einziger Ausbruch einer Seuche, der nicht sofort zurückverfolgt werden kann, das Vertrauen des gesamten globalen Marktes sofort zerstören würde. Ah, okay. Da steht echt alles auf dem Spiel. Der Staat duldet bei Rindern einfach null Toleranz, weil es um die nationale Existenz geht. Und Gabi und Steffen navigieren das wirklich sehr klug. Wie machen die das? Die übergeben diese hochkomplexe Bürokratie einfach an Bernardo. Das ist der Chef der lokalen Auktion. Smart. Ja, der erledigt die ganzen Papiere, der registriert die Ohrmarken und organisiert den Transport. Und das ist für mich intelligente Integration, also zu wissen, wann man das System selbst bedienen kann und wann man zwingend einen lokalen Experten braucht.
Wenn man diese extrem engmaschige Kontrolle da bei der Rinderzucht sieht, ne, das wirkt ja fast wie so ein Verzweiflungsakt. Wieso das? Naja, wenn wir uns die anderen Geschichten aus dem April ansehen, wird eines überdeutlich: Der Rest des Landes, also die Natur und die restlichen Tiere, das lässt sich einfach absolut nicht kontrollieren. Oh Gott, ja. Womit wir bei der Chefingenieurin der Farm wären. Oh ja, wir müssen über Eselin Lisi sprechen. Ich war beim Lesen ich war sprachlos. Ich habe auch so gelacht. Wir wussten ja aus früheren Aufzeichnungen schon, dass sie Gattertüren öffnen kann. Aber jetzt hat sie die Wasserversorgung analysiert. Das ist so unglaublich. Sie spaziert also ganz gechillt zum Haupttank der Farm, legt mit dem Maul den Hebel vom Wasserhahn um und schaut dann völlig fasziniert diesem sprudelnden Wasser zu. Und sie trinkt nicht mal. Nein, sie guckt einfach nur hypnotisiert zu, wie hunderte Liter kostbares Wasser im Boden versickern, bis dieser riesige Tank komplett leer ist. Aus der Perspektive von Farmbesitzern ist das natürlich der absolute logistische Albtraum. Aber hallo. Aber aus verhaltensbiologischer Sicht ist es wirklich brillant. Es zeigt einfach die kognitiven Fähigkeiten von Eseln. Echt? Ist das so typisch für die? Ja, Esel sind halt keine Fluchttiere wie Pferde, die bei Gefahr einfach blind losrennen. Ein Esel bleibt stehen, analysiert die Situation und sucht nach einer Lösung. Krass, das wusste ich gar nicht. Diese analytische Struktur ermöglicht es denen, mechanische Abläufe extrem gut durch Beobachtung zu lernen. Lizzie hat über Wochen beobachtet, dass Menschen diesen Hebel bewegen. Und dann passiert was Spannendes. Genau, daraufhin folgt dieses visuell und akustisch hochinteressante Ereignis, das fließende Wasser. Sie wendet da reines Ursache-Wirkungslernen an. Sie manipuliert ihre Umwelt, einfach weil sie intellektuell dazu in der Lage ist. Wahnsinn. Und während Lisi da also physikalische Experimente durchführt, herrscht auf der anderen Seite vom Hof komplette Arbeitsverweigerung. Lass mich raten. Die Hühner. Richtig, die Hühner legen keine Eier mehr. Und Gabi und Steffen greifen dann zu einem fast schon rührenden, total menschlichen Lösungsansatz. Oh, die Geschichte ist so gut. Sie kaufen Eier im Supermarkt und legen sie den Hühnern in die Nester. Quasi so als pädagogisches Vorbild, nach dem Motto: Leute, schaut mal, so soll das aussehen. Und natürlich ignorieren die Hühner dieses künstliche Arrangement komplett. Es ist diese ständige Reibung, ne? Zwischen menschlicher Logik und tierischer Eigenwilligkeit. Ja, absolut. Aber diese Reibung, die beschränkt sich ja nicht nur auf die Biologie, das erstreckt sich auch auf die Kultur und den Kalender. Ah, du meinst den Herbst-Ostern-Konflikt. Genau. Der April bringt uns ja Ostern. Nur, dass Ostern in Uruguay auf der Südhalbkugel tief im Herbst stattfindet. Stimmt, da ist es dann schon kalt. Ja, die Temperaturen fallen morgens schon in den einstelligen Bereich, die Blätter der Bäume verfärben sich gelb und Gabi beschreibt da eine für uns Europäer echt extrem befremdliche Atmosphäre. Es gibt keine Ostereiersuche. Keine einzige. Und die Schokoladenhasen in den Supermärkten, die stehen da völlig deplatziert herum, fast wie so fremde Artefakte. Gabi schreibt ja so treffend, dass die Industrie die halt ins Regal stellt, aber es könnten für die Bevölkerung da genauso gut Schokoladenelefanten sein. Ja, das fand ich so witzig. Es fehlt da scheinbar jeglicher kultureller oder religiöser Bezug. Aber das finde ich total erstaunlich. Ich meine, Südamerika ist doch eigentlich stark katholisch geprägt, oder? Eigentlich schon, ja. Warum stehen da Schokohasen in den Regalen, wenn Ostern gesellschaftlich offensichtlich gar keine Bedeutung hat? Fehlt denen einfach der Sinn für Tradition? Nein, überhaupt nicht. Aber wir sehen hier den Effekt von einem der faszinierendsten soziologischen Experimente Lateinamerikas. Okay, jetzt wird's spannend. Uruguay ist historisch gesehen extrem säkularisiert. Das geht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Da gab es einen Präsidenten, José Ballé y Ordóñez. Okay. Und der hat die strikte Trennung von Kirche und Staat nicht nur auf dem Papier durchgesetzt, sondern wirklich tief in der Gesellschaft verankert. Kruzifixe wurden aus Krankenhäusern entfernt, religiöse Eide wurden komplett abgeschafft. Krass. Das ist für Südamerika echt ungewöhnlich. Total. Und was Ostern angeht, der Staat hat die Feiertage buchstäblich umbenannt. Die Karwoche, also die Semana Santa, heißt in Uruguay offiziell Semana de Turismo. Woche des Tourismus. Echt jetzt? Ja. Die Religion wurde da komplett in die absolute Privatsphäre verbannt. Wenn die Uruguayer im April also frei haben, dann fahren die an den Strand, gehen campen oder besuchen Verwandte. Ah, das erklärt einiges. Die religiöse Bedeutung, die den Schokohasen für uns mit dem Fest der Auferstehung verbindet, die existiert da im kollektiven Bewusstsein einfach nicht. Also ist diese europäische Blase in Uruguay echt komplett abwesend.
Aber in den Notizen finden wir dann einen Ausflug nach Nueva Helvetia. Oh ja. Und plötzlich stolpern die beiden über eine waschechte Schweizer Schokoladenmanufaktur mitten in der südamerikanischen Pampa. Wie passt das denn bitte in ein Land, das sein Feinertage quasi entreligiosisiert hat? Naja, Nueva Helvetia zeigt uns halt, was von der europäischen Kultur bei der Einwanderung im 19. Jahrhundert wirklich überlebt hat. Okay, also nicht die Religion. Genau. Gegründet von Schweizern, Deutschen und Österreichern hat diese Enklave eben nicht die religiösen Dogmen bewahrt, sondern das handwerkliche Wissen. Ah. Also, wie man Schokolade temperiert, wie man Pralinen gießt, wie man Käse reifen lässt, das wurde über Generationen in die Kultur eingewoben. Und das ist ja wieder der perfekte Anknüpfungspunkt für Mattes und seine Frau. Exakt. Frau Mattes lernt ja aktuell hier in Deutschland die Kunst der Käseherstellung. Und guter, nach europäischen Standards gereifter Käse, der ist in regulären uruguayischen Supermärkten echt ein absolutes Luxusgut. Aber Orte wie Nueva Helvetia beweisen eben diese handwerkliche Basis und das Bewusstsein für die Qualität, das ist im Land tief verwurzelt. Genau, die gewünschte Infrastruktur ist da. Man muss halt nur wissen, wo man suchen muss und sich in die richtigen Netzwerke einklinken. Aber, und das ist ein großes Aber, diese europäische Blase in Nueva Helvetia, die funktioniert ja nur, weil sie sich über ein Jahrhundert organisch entwickelt hat. Stimmt. Wenn Gabi und Steffen jetzt auf ihrer eigenen Farm versuchen, im April mal eben so eine europäische Ordnung per Holzhammer in die Erde zu zwingen, dann sehen wir, wie das Land unbarmherzig zurückschlägt. Oh, dein Lieblingsthema. Ich nenne dieses Kapitel liebevoll Jurassic Park im Schrebergarten. Sehr treffend. Die versuchen da echt, so ein richtiges Pfalz-Feeling zu erschaffen. Sie pflanzen Lavendel, setzen Kastanienbäume, bauen einen Platz, den sie dann liebevoll Petersplatz taufen, komplett mit so einer majestätischen Palme. Und dann noch das Osterfeuer. Ja, sie entfachen ein Osterfeuer, um das ganze Totholz zu verbrennen und aus diesem wilden Urwald irgendwie einen aufgeräumten Park zu machen. Es ist halt dieser typisch menschliche Reflex, ne? Das Chaos der Natur durch geometrische Ordnung kontrollieren zu wollen. Aber die südamerikanische Biodiversität, die lässt sich nicht in so ein europäisches Gartenkorsett pressen. Nee, absolut nicht. Die bauen da eine akkurate Trockenmauer für den Lavendel. Und zack, unabsichtlich schaffen sie das perfekte Mikroklima für die heimische Fauna. Plötzlich wohnt in dem Holzstapel neben der Mauer ein 50 Zentimeter langer Leguan. Eine Mini-Großechse, die sich da völlig unbeeindruckt sonnt. Und das Absurdeste daran ist ja, dass ihre Hündin Laika dieses reptilienhafte Ungetüm einfach komplett ignoriert. Die Natur nimmt sich diese künstlichen Strukturen und integriert sie einfach sofort in ihr eigenes Ökosystem. Wahnsinn. Und das bringt uns direkt zu den Dienstleistungen auf dem Land. Neben der wilden Natur gibt es ja auch handfeste landwirtschaftliche Notwendigkeiten. Gabi und Steffen haben da diesen wilden Hengst Navidenio. Ein absolutes Kraftpaket. Ja, voller Hormone, der dringend kastriert werden muss. Und anstatt jetzt wie bei uns so einen logistischen Albtraum mit Pferdeklinik und Transportanhängern zu starten, reicht ein Anruf. Unglaublich, oder? Der Tierarzt fährt am nächsten Nachmittag einfach mit seinem Pickup auf den Acker. Steffen fängt das Pferd ein und der Eingriff wird direkt dort hochprofessionell und pragmatisch erledigt. Zack, fertig. Ja, das klingt für den Infrastrukturcheck fast zu rosig, oder? Ein Anruf und das Problem ist gelöst. Funktioniert das in Uruguay wirklich immer so reibungslos? Man muss da sehr genau zwischen struktureller Zuverlässigkeit und pragmatischer Improvisation unterscheiden. Okay, wie meinst du das? Bei uns in Mitteleuropa verlassen wir uns auf Institutionen, Kliniken, feste Notdienste, zertifizierte Prozesse. In ländlichen Regionen Uruguays verlässt man sich auf persönliche Netzwerke. Ah, also Vitamin B? Genau. Der Tierarzt kommt nicht, weil das staatliche System so perfekt lückenlos ist, sondern weil die Distanzen zwischen Problem und Problemlöser oft viel direkter sind, wenn man die richtigen Leute kennt. Es ist also eine hochgradig pragmatische Infrastruktur, die stark von Beziehungen abhängt. Richtig. Und dieser Pragmatismus ist bewundernswert. Aber er ändert leider nichts an der grundsätzlichen Härte der Umgebung. Und das zeigt sich Ende April dann auf sehr dunkle Weise. Ja, wir kommen jetzt zu dem Vorfall, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, der absolute Realitätscheck. Gabi und Steffen verlieren 2 Schafe. Ja, das war hart. Eines davon hatten sie wochenlang in ihrer eigenen Krankenstation echt liebevoll gepflegt. Das schien eigentlich über dem Berg zu sein, stirbt dann aber plötzlich über Nacht.
Das ist natürlich extrem traurig. Ja, aber die zweite Geschichte, also da stockt einem wirklich der Atem. Ein anderes Schaf verkriecht sich krank im hohen Gras dieser 10 Hektar großen Farm und stirbt unbemerkt. Und wer findet diesen Kadaver nach Tagen? Ihre Hündin Laika. Oh Gott, ja. Eine extreme Grenzerfahrung für jeden Haustierbesitzer. Aber Laika schlägt nicht etwa Alarm. Nein, sie frisst den verwesten Kadaver genüsslich an, wälzt ihren gesamten Körper tief in diesem fauligen, stinkenden Fleisch, bis sie von oben bis unten mit Aas bedeckt ist. Ich kann's fast riechen. Und dann, und das ist der psychologisch härteste Teil, rennt sie freudestrahlend zu ihren Besitzern, wedelt mit dem Schwanz und erwartet ernsthaft, dass sie für diesen Triumph ausgiebig gelobt und gestreichelt wird. Wahnsinn. Wir reden hier von einem Familienhund, einem Tier, mit dem man abends auf dem Sofa kuschelt. Wie verarbeitet man den Schock, dass der eigene Hund plötzlich zum blutverschmierten Aasfresser mutiert? Also Gabi und Steffen verdienen da höchsten Respekt, dass sie diese brutale Episode nicht einfach aus ihren Berichten gestrichen haben, nur um diese Auswanderer-Illusion aufrechtzuerhalten. Ja, das ist wirklich pur und ungefiltert. Was wir hier sehen, ist einfach der biologische Mechanismus eines Raubtiers. In Europa vergessen wir ja total oft, dass unsere Hunde eigentlich domestizierte Wölfe sind. Stimmt. Weil unsere urbane Umgebung gar keine Reize mehr für diese Urinstinkte bietet. Aber in der weiten, unkontrollierten Natur Südamerikas brechen diese archaischen Muster sofort wieder durch. Das heißt, das ist völlig normal? Ja, dass Laika sich in dem Kadaver wälzt, ist kein widerliches Fehlverhalten. Das ist ein hochkomplexer, artgerechter Instinkt. Was genau bezweckt sie damit? In der Wildnis wälzen sich Wölfe in Aas, um ihren eigenen Körpergeruch zu maskieren. Das ist quasi eine Tarnkappe für die Jagd. Laika kam nicht zurück, um die Besitzer zu ärgern. Aus ihrer biologischen Sicht hatte sie einen gewaltigen taktischen Vorteil errungen und wollte diese Beutetrophäe einfach präsentieren. Für die Besitzer bedeutet das trotzdem einen massiven Ekel. Und halt das Zerbrechen einer romantischen Illusion. Absolut. Und wenn ich das jetzt mal auf das Jahr 2029 übertrage. Mattes und seine Frau wollen ihre 3 Hauskatzen, Smokey, Gossip und Yellowbelly, mit nach Uruguay nehmen. Oha. Wenn ich diese Leguan-Geschichten und diese explodierenden Urinstinkte höre, wie sollen europäische Wohnungskatzen das überleben? Das wird der ultimative Stresstest. Smokey, Gossip und Yellowbelly werden dort halt nicht mehr auf deutsche Singvögel treffen, sondern auf ein Ökosystem, das deutlich wehrhafter ist. Die Spielregeln ändern sich dramatisch. Total. Und das bringt uns auch zur großen Synthese dieser Berichte. Der April zeigt uns nämlich den ultimativen Paradigmenwechsel auf. Inwiefern? Naja, in Europa definieren wir Freiheit oft durch Kontrolle, oder? Wir kontrollieren die Natur durch Zäune, wir kontrollieren Haustiere an der Leine, wir kontrollieren unser Umfeld. Ja, wir haben gerne alles im Griff. In Uruguay hingegen erfordert wahre Freiheit eigentlich die völlige Kapitulation vor der Umgebung. Du kannst korruptes Personal entlassen, ja, du kannst europäische Bäume pflanzen, aber du kannst einem Esel seine kognitive Brillanz nicht verbieten, du kannst deinem Hund seine Raubtier-DNA nicht abtrainieren und du kannst die Anarchie der südamerikanischen Natur einfach nicht einsperren. Das ist wahr. Nur wer aufhört, gegen diese fundamentale Eigenwilligkeit des Landes anzukämpfen, der findet dort tatsächlich Frieden und Unabhängigkeit. Wer mit dem Land fließt, gewinnt. Wer sich dagegen stemmt, der zerbricht. Boah, eine extrem tiefe Erkenntnis. Und genau an diesem Punkt wollen wir euch, unsere Zuhörer, jetzt mal in die Diskussion holen. Schreibt uns eure ehrliche Meinung unten in die Kommentare. Unbedingt. Wie hättet ihr reagiert, wenn euer flauschiger Familienhund bestialisch stinkend aus dem Gebüsch kommt, nachdem er ein totes Schaf zerlegt hat? Hättet ihr das emotional einfach so weggesteckt? Das würde mich auch echt interessieren. Und wo wir gerade bei Haustieren sind, was schätzt ihr? Würden Smokey, Gossip und Yellowbelly, also die Katzen von Mattes und seiner Frau, würden die sich mit so einem halben Meter großen Leguan anlegen? Oder eher panisch die Flucht ergreifen? Lasst uns das in den Kommentaren ausdiskutieren. Ich bin enorm gespannt auf die Einschätzungen. Diese tierische Perspektive bringt ja oft die hitzigsten, aber auch aufschlussreichsten Debatten hervor. Absolut. Und bevor wir diese Akten für heute schließen, noch ein ganz kurzer Ausblick auf das, was euch bei unserem nächsten Archivausflug erwartet. Es geht in den Mai 2017, oder?
Richtig. Und es wird absolut wild. Macht euch auf gigantische, blutsaugende Moskitoinvasionen gefasst. Wir sprechen über einen handfesten Mäusealarm im Saatgut und wir ergründen die wohl wichtigste kulinarische Auswandererfrage der Geschichte. Welche ist das? Wie die Nuss-Nougat-Creme Nutella plötzlich ganz Uruguay erobert. Das wird ein echtes Fest. Ich freue mich schon. Um euch nun aber wieder in euren eigenen Alltag zu entlassen, möchte ich euch noch einen finalen Gedanken mitgeben. Einen, der weit über das Pflanzen von Bäumen oder das Hüten von Tieren hinausgeht. Hau raus! Wir haben heute beobachtet, wie schnell und unbarmherzig das Land wirklich jeden europäischen Plan durchkreuzt. Fragt euch also mal ganz ehrlich selbst. Wenn die Natur da draußen all eure romantischen Auswandererillusionen abreißt, wenn der europäische Komfort verschwindet und nur noch die harte, schmutzige, aber zutiefst authentische Realität übrig bleibt, Ja. seid ihr dann in eurem Innersten wirklich stark genug, dieses echte Leben trotzdem zu lieben? Wow. Das sitzt. Ein Gedanke, der definitiv Gänsehaut macht. Lasst das mal in Ruhe sacken, Leute. Genau. Wir verabschieden uns für heute im Namen des gesamten virtuellen Redaktionsteams von Mathe-Smarte Missionen. Passt auf euch auf, bleibt immer neugierig und wir hören uns bei unserer nächsten Analyse. Macht's gut.